Soll ich dir verraten, wie das meistverkaufte Hybridauto in Europa ist? Es ist nichts anderes als ein Toyota. Genauer gesagt, der Toyota Yaris Cross. Ich bin Liv und ich zeige dir euch heute. Diese Variante ist GR Sportline, die optisch ein bisschen sportlicher daherkommt. GR Badge wird etwa 8 Mal im ganzen Auto gezeigt. Wir haben hier vorne einen sportlicheren Wabengrill, Silber auf Schwarz. Silber auf Schwarz auch das grosse Toyota-Logo. Bei dieser Ausstattung haben wir Matrix-LED-Lichter und was ich cool finde, sind die vertikalen Blinker. Wir haben grössere Lichtmetallfelgen, 18 Zoll, B-Tone, das heisst auch hier Silber und Schwarz. Das Weiß und Schwarz zieht sich auch hier durch mit weißem Lack und schwarzem Dach. Und bei GR Sportline schwarze Spiegel. Kommen wir zum Heck. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Bürzel. Nicht gerade ein Entenbürzel, aber doch so ein sportlich schnittigeren Abschluss. Was mir ganz gut gefällt, ist der Heckdiffusor. Und nochmal da das schwarze Wabenmuster, das man vorne schon sieht. Bleiben wir gerade beim Heck und werfen einen Blick in den Kofferraum. Den hier muss ich manuell aufmachen. Den Yaris Cross kann man aber mit der Kick-Open-Funktion abstellen oder mit dem Knopf, das automatisch aufgeht. Da innen haben wir ein Volumen von 397 Liter. Und wenn du ein bisschen näher kommst, kann man hier den Boden sogar gegen unten versetzen und noch ein bisschen mehr Volumen rausholen. Aber jetzt überlegst du, Kollege, warum machst du überhaupt einen Zwischenboden? Der Vorteil ist, dass man da einfach den Koffer einschwingen und einrollen auf ziemlich gleicher Ebene. Ebenfalls kannst du Sachen drin lagern, die du immer im Auto hast, wie zum Beispiel Schirm, Einkaufstasche, Scheibenreiniger, ohne dass es dich stört und du oben drauf kannst das normale Gepäck hier tun. Und kennst du das Problem, dass das Ding eigentlich voll nervig ist? Und vielleicht denkst du auch, es sieht voll billig aus. Toyota hat sich etwas überlegt, der Magic. Das kann man so falten. Tada! Und den Zwischenboden versorgen. Wenn du keine Passagiere dabei hast, kannst du noch mehr Volumen gewinnen, indem du die Sitzbank runterlässt. Im Verhältnis 45:45, separat. Und wie du hier siehst, 2 in einem, noch extra Trinkhalter. Als Mittelkonsole. Ich muss jetzt schon vorab sagen, dass ich mit meiner knappen 1,60 nicht unbedingt der Maßstab bin. Ich habe so gut wie in jedem Auto Beifreiheit. Aber ich muss sagen, auch eine grössere Person würde da hinten relativ komfortabel sitzen. Apropos Höhe, er ist tatsächlich etwa gleich gross wie ich, 1,60, aber definitiv ein bisschen breiter, 1,76 und in der Länge ein bisschen mehr als 4 Meter. So, jetzt kommen wir endlich mal hinter das Lenkrad. Erste Impression, geschmeidig. Es fühlt sich sportlich an. Wir haben auch sportliche Sitze mit Perforierung. Rotizieren auf dem Leder, nicht nur bei den Sitz, sondern eigentlich auch da beim Lenkrad und beim Schalthebel. Was ich bei Toyota immer wieder sehr schätze, sind die analogen Knöpfe. Ich habe so gerne Drehregler, dass ich während dem Autofahren nicht umswipen zum AC an- oder abstellen. Und auch der DJ-Vibe zur Musik läuten und leiser stellen mit dem Rädchen. Wir haben 2-stufige Sitzheizung, High and Low. Auf der linken Seite haben wir Lenkradheizung und Windschutzscheibenheizung. Was meine Kollegin mir fast nicht geglaubt hat, ist, dass das Handy ladet, indem es einfach nur drauflegt. Warum? Weil es da unten eine Induktionsschale hat zum kontaktlos Laden. Es hat aber auch 2 USB-C-Anschlüsse zum Handy oder andere Geräte aufladen mit dem Kabel. Aber weil das Apple CarPlay auch kontaktlos verbindet, musst du da gar keinen Kabelsalat haben. Da unten, das finde ich eigentlich relativ gut angeordnet, alles was um Fahren-Modus geht. Wir haben den EV-Mode, wenn die Batterie genug geladen ist, kann man mit Batterie fahren. Wir haben den Traktion Control Off und Drive Mode Power, Eco und Normal. Im ganzen Auto haben wir 8 Lautsprecher von JBL Premium Sound System. Infotainment von Toyota ist ziemlich simpel und einfach zu verstehen. So ist das Navi. Beim Auto-Icon sieht man verschiedene Fahrzeuginfos, die ich super spannend finde. Wie viel Reichweite man zum Beispiel noch hat, den Energiefluss, Assistenten und so weiter. Super simpel zum Anpassungen machen und auch super easy, um dein Handy mit dem Fahrzeug zu verbinden. Beim Einstiegs-Icon kannst du dich hier mit dem My Toyota App verbinden. Bald fahren wir los.
Aber bevor wir das machen, schauen wir schnell, was eigentlich unter dieser Haube befindet. Wow, ist die schwer? Wieso ist die so schwer? Wir haben 1,5 Liter Dreizylinder. Das ist in jeder Ausführung ist so. Es gibt aber einen 116 PS und einen 130 PS. Diese hier ist die Variante mit 130 PS. Systemleistung. Das heisst Systemleistung, es ist eine Kombination, weil es ein Hybrid ist. Wir haben den 1,5 Liter Dreizylinder Verbrennermotor in Kombination mit dem Elektromotor, der 82 PS boostet und der Verbrennermotor 92. Zusammen gibt es 130. Nein, stimmt nicht. Es ist nicht die Summe 92 plus 82, sondern es ist ein Kombinationszwischenspiel, weil beide Motoren niemals gleichzeitig die volle Leistung bringen. Darum das Zusammenspiel gibt 130 PS. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil, das Fahren. Wie fährt sich der Toyota Yaris Cross? Immer geschmeidig. Toyotas fahren geschmeidig. Ich fahre Toyotas eigentlich noch recht gern. Sie sind zuverlässig, sie erfüllen das, was sie müssen. Das, was man jetzt hört, ist das E-CVT-Getriebe. Das CVT-Getriebe ist jetzt nicht unbedingt etwas, das mega einen krass coolen Sound hat. Aber man muss sagen, die CVT-Getriebe von Toyota sind sehr, sehr zuverlässig und wartungsarm. Die Fenster sind übrigens auch ein bisschen verdickt. Die Frontscheiben und Seitenfenster sind ein bisschen dicker als der Vorgänger Yaris Cross, was eben auch hilft, zum Motorgeräusch und vor allem Windgeräusch ein bisschen einzudämmen. Cool finde ich am Yaris Cross, man hockt ein bisschen höher als beim Basis Yaris, wo eigentlich die genau gleiche Motorisierung drin ist. Zum Tacho, der ist komplett digital und man kann ihn mit ein paar wenigen Knopfdrücken die Ansichten personalisieren. Auf der linken Seite habe ich jetzt eingestellt, dass ich sehe, wie viel er verbraucht. Wir sind momentan bei 4,7 Liter pro 100 km, was richtig gut ist. Wir fahren zwar ein Hybrid, aber auch dann finde ich den Wert für diese Grösse an Auto relativ gut. In der Mitte habe ich Geschwindigkeit, wo ich aber gar nicht so fest drauf schaue. Ich kann gerade nicht sagen, weil ich es einfach im Blut habe, wie schnell ich fahre. Aber ich habe da vorne ein Head-Up-Display, dass ich eigentlich gar nicht muss den Blick nach oben tun, sondern ich kann wirklich geradeaus schauen und sehen auf dem Head-Up-Display, okay, ich fahre 72, das ist 8 zu wenig schnell. Beschleunigen wir auf 80 km/h, oh, das war ein bisschen zu schnell. Mal, das Getriebe kann schon etwas. Es beschleunigt relativ schnell. Systemleistung eben 130 PS. Es ist nicht nichts. Man kommt gut vom Fleck. Mein Fazit: für Leute, die besonderen Wert auf Zuverlässigkeit legen, Sicherheit, Komfort und vor allem geringen Verbrauch. Leute, die zum Beispiel in der Stadt wohnen, kurze Strecken machen, doch aber gerne einen sportlichen Look haben und viel Ladefläche brauchen. Würdest du einen Yaris Cross GR Sport kaufen? Ja, nein, vielleicht. Wenn du den mal Probe fahren willst, suche Emil Frey Garage und teste ihn selber. Das war es für diese Woche. Vergiss nicht, am YouTube-Kanal von Emil Frey zu folgen und bis zum nächsten Mal.